Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Genau, hallo zusammen. Heute ist ja tatsächlich Tag 127 unserer gemeinsamen Lernreise. Also, unser Thema heute ist Erfolg und Misserfolg. Ein super wichtiges Thema. Ja, finde ich auch. Wir schauen uns heute mal diese psychologische Reise an, die wir alle durchmachen, wenn wir Ziele erreichen wollen. Und dafür haben wir 15 wichtige Kernwörter für euch ausgewählt. 15 Wörter, genau. Das sind Wörter, die ihr jeden Tag im Büro, in der Universität oder einfach in Gesprächen mit Freunden hören könnt. Und natürlich sollt ihr sie auch selbst benutzen. Bevor wir uns diese Reise aber genauer ansehen, habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für euch, wie ihr diese Folge am besten nutzt. Was rätst du ihnen? Wir empfehlen euch heute wieder aktiv die sogenannte Shadowing-Technik. Ah, sehr gut. Das heißt also, lehnt euch nicht nur passiv zurück, hört gut zu, ja, aber achtet besonders auf unsere Aussprache. Genau, auf die Betonung. Richtig. Achtet auf den Rhythmus der Sätze. Versucht, bestimmte Wörter einfach laut mit uns mitzusprechen. Das hilft dem Gehirn enorm, sich an die Melodie der deutschen Sprache zu gewöhnen, glaube ich. Ganz genau. Ein sehr wertvoller Tipp, gerade für das B1-Niveau. Und noch ein Grund, warum ihr ganz genau zuhören solltet. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die Mini-Story. Wir werden am Ende des Podcasts alle 15 neuen Vokabeln in eine kleine, zusammenhängende Geschichte aus dem Alltag einbauen. So seht ihr genau, wie diese Wörter in der echten Welt funktionieren. Genau, also lass uns direkt in das Thema eintauchen. Sehr gern. Wenn wir über Erfolg sprechen, dann beginnt alles im Kopf, oder? Man braucht einen Plan. Ohne Plan geht nichts. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Backen. Also angenommen, ihr wollt nicht einfach nur irgendeinen kleinen Kuchen backen, sondern ihr wollt eine professionelle Bäckerei eröffnen. Oh, ein großes Ziel. Ja, und das passiert natürlich nicht über Nacht. Man fängt nicht einfach an, wild Mehl und Wasser zu mischen. Man braucht die richtigen Zutaten. Richtig. Und hier sind wir schon bei unserem ersten wichtigen Wort für heute. Das Wort lautet der Bestandteil. Der Bestandteil. Die englische Übersetzung dafür lautet Component. Component? Genau. Die einfache deutsche Erklärung ist, Ein Teil eines Ganzen. also wie beim Kuchen. Ja, in deinem Beispiel mit der Bäckerei sind Mehl, Zucker, Eier und Wasser die physischen Bestandteile des Brotes. Aber in der Arbeitswelt gibt es auch unsichtbare Dinge, oder? Stimmt. Was wäre da im Beispiel? Wir können zum Beispiel sagen, Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil einer guten Freundschaft. Ah, das ist ein schöner Satz. Oder auch, ein gutes Team ist ein wesentlicher Bestandteil für den Erfolg einer Firma. Ohne diese einzelnen Teile, also ohne die Bestandteile, funktioniert das große Ganze einfach nicht. Verstehe. Wenn ich also meine Bäckerei plane, kenne ich meine Bestandteile. Aber ich kann meinen Mitarbeitern ja nicht einfach sagen, hier habt ihr die Zutaten, macht mal irgendwas. Nein, das wäre Chaos. Absolut. Ich muss klare Regeln aufstellen. Es gibt bestimmte Dinge, die ich von ihnen erwarte. Und das bringt uns zu einem Konzept, das besonders in der Arbeitswelt super wichtig ist. Unser zweites Wort lautet die Anforderung. Die Anforderung. Auf Englisch übersetzen wir das mit Requirement. Requirement. Genau. Eine Anforderung ist ein Anspruch an eine Leistung. Es ist also das, was zwingend erwartet wird. Hast du da ein Beispiel für meine Bäckerei? Klar. Du stellst in deiner Bäckerei Regeln auf. Zum Beispiel sagst du, das Brot muss jeden Morgen um exakt 6 Uhr frisch aus dem Ofen kommen. Das ist wichtig für die Kunden. Richtig. Das ist eine klare Anforderung an deine Bäcker. Im Alltag hört ihr dieses Wort auch sehr oft, wenn es um Jobs geht. Oh ja, in Stellenanzeigen zum Beispiel. Genau. Ein typischer Satz ist, die Anforderungen in diesem neuen Beruf sind sehr hoch. Das bedeutet halt, der Chef erwartet sehr viel Wissen und eine sehr gute Leistung von mir. Ich finde dieses Wort echt spannend. Es zeigt, dass Erfolg wirklich Struktur braucht. Das Rezept für meinen Kuchen ist also quasi die Anforderung. Es sagt genau, knete den Teig 10 Minuten. Richtig. Und wenn der Bäcker das nicht macht, dann erfüllt er die Anforderung nicht. Genau. Aber wie bewerte ich am Ende, ob das Brot wirklich fantastisch schmeckt oder, naja, vielleicht doch nur mittelmäßig ist? Dafür brauchst du einen Vergleichswert. Richtig. Und das ist unser drittes Wort. Der Maßstab. Der Maßstab. Die englische Übersetzung hierfür ist Benchmark. Benchmark, okay.
Ein Maßstab ist ein Standard für die Bewertung. Also es ist die Messlatte, an der wir uns orientieren, um Qualität zu beurteilen. Wie setze ich einen Maßstab? Wenn deine neue Bäckerei plötzlich das absolut beste Brot der ganzen Stadt verkauft, dann werden die Leute sagen, diese Bäckerei setzt einen neuen Maßstab. Ah, verstehe. Alle anderen Bäckereien müssen sich jetzt an dieser hohen Qualität messen lassen. Genau so ist es. Ein gutes Beispiel für eure eigenen Ziele beim Deutschlernen. Setzt euren eigenen Maßstab nicht zu hoch. Setzt ihn realistisch. Das ist wichtig, ja. Vergleicht euch bitte nicht mit Muttersprachlern. Der beste Maßstab ist immer das, was ihr gestern wusstet. Oh, das ist ein wirklich schöner Gedanke. Wir haben jetzt also die Basis für unser Projekt. Wir kennen unsere Bestandteile, wir haben die Anforderungen definiert und wir haben einen guten Maßstab für die Qualität gesetzt. Der Plan steht. Genau, aber ein Plan auf dem Papier bringt noch gar nichts. Wir müssen jetzt in die Küche gehen. Wir müssen arbeiten. Wir wollen ja ein Resultat sehen. Und hier haben wir unser erstes Verb für heute. Erzielen. Genau, das Verb lautet erzielen. Und hier eine ganz wichtige Regel für euch. Wir lernen Verben hier immer direkt mit ihrer Perfektform. Super wichtig, ja? Die Perfektform von erzielen ist, Hat erzielt. auf Englisch bedeutet das to achieve. Die einfache deutsche Erklärung lautet, ein angestrebtes Ergebnis erreichen. Man hat also einen Wunsch oder ein Ziel und durch harte Arbeit bekommt man dann das Resultat. Wie wäre das in meinem Bäckereibeispiel? Da könnte man sagen, die Bäckerei hat in diesem Monat einen sehr hohen Gewinn erzielt. Sie haben also ihr finanzielles Ziel erreicht. Ah, okay. Oder im Sport, oder? Ja, genau. Die Mannschaft hat ein tolles Ergebnis erzielt. Hat erzielt. Das ist ein Wort, das man in den Nachrichten oder auch in Meetings im Büro wirklich ständig hört. Absolut. Aber um wirklich etwas Gutes zu erzielen, muss man schlau arbeiten. Es reicht nicht, einfach nur 24 Stunden am Tag in der Bäckerei zu stehen und total chaotisch zu backen. Nein, das macht nur müde. Eben. Die Arbeit muss einen Sinn haben, sie muss unser 5. Wort sein. Effektiv. Effektiv. Die indische Übersetzung ist effective. Wenn etwas effektiv ist, dann ist es wirkungsvoll. Wirkungsvoll. Das bedeutet, die Methode, die wir benutzen, bringt uns auf dem schnellsten und besten Weg zum Ziel, ohne viel Zeit oder Material zu verschwenden. Hast du ein Alltagsbeispiel? Wenn deine Bäcker eine Maschine benutzen, die den Teig in 5 Minuten knetet, statt es eine Stunde lang mit der Hand zu machen, dann ist das eine sehr effektive Arbeitsweise. Das leuchtet ein. Im Alltag sagen wir auch oft, ich muss heute Nachmittag effektiv lernen, weil ich morgen eine Prüfung habe. Ich darf also keine Zeit verschwenden. Aber effektiv zu sein, das ist für den Kopf extrem anstrengend, oder? Oh ja, sehr. Man darf sich nicht ablenken lassen, man darf nicht ständig aufs Handy schauen. Man braucht dafür eine ganz bestimmte innere Haltung. Und das ist unser Wort Nummer 6. Diszipliniert. Diszipliniert. Auf Englisch heißt das disciplined. Wer diszipliniert ist, der handelt kontrolliert und ordentlich. Es ist im Grunde die Fähigkeit, das zu tun, was getan werden muss, auch wenn man gerade überhaupt keine Lust darauf hat. Also wie mein Bäcker, der extrem früh aufstehen muss. Ganz genau. Ein Bäcker, der jeden Morgen um 3 Uhr aufsteht, obwohl er wahnsinnig müde ist sehr diszipliniert. Und beim Deutschlernen? Da bedeutet es oft, ich bleibe am Schreibtisch sitzen und lerne meine Vokabeln, obwohl meine Freunde draußen in der Sonne sitzen und ein Eis essen. Hier muss ich aber mal kurz einhaken und dich etwas fragen. Ich höre nämlich oft auch ein anderes Wort, das sehr ähnlich klingt. Wort Nummer 7. Konsequent. Ah ja. Ist konsequent nicht eigentlich genau das Gleiche wie effektiv oder diszipliniert? Wo genau liegt da der Unterschied im Deutschen? Das ist eine fantastische Frage, denn diese Wörter werden wirklich sehr oft verwechselt. Also, das Adjektiv lautet konsequent. Auf Englisch sagen wir consistent. Die Erklärung dafür ist, zielstrebig und beharrlich über einen langen Zeitraum arbeiten. Lass uns das mal ganz genau trennen. Gerne. Effektiv beschreibt, wie gut deine Methode ist. Okay. Diszipliniert ist deine innere Einstellung für diesen einen Moment. Also jetzt gerade am Schreibtisch sitzen. Richtig. Aber konsequent beschreibt die Zeit. Es bedeutet, dass du deine gute Methode immer und immer wieder anwendest. Und zwar jeden einzelnen Tag. Ah.
Wenn du heute eine Stunde perfekt Vokabeln lernst, bist du diszipliniert und effektiv. Aber wenn du danach 3 Wochen gar nichts machst, bist du nicht konsequent. Du lernst die Sprache nur, wenn du es konsequent, also wirklich jeden Tag, tust. Das ist eine super Erklärung. Die Dimension der Zeit fehlt also oft. Eine effektive Methode braucht meine disziplinierte Haltung. Und das Ganze muss konsequent über viele Monate passieren, um wirklich einen großen Erfolg zu erzielen. Genauso ist es. Das ist das Geheimnis hinter jedem funktionierenden Projekt. Richtig. Und bevor wir uns jetzt ansehen, was passiert, wenn trotz dieser ganzen guten Planung plötzlich die Realität zuschlägt und Dinge kaputt gehen, machen wir eine winzige Pause. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Gut, wir haben uns also angesehen, wie man den perfekten Plan macht. Aber das Streben nach Erfolg ist in der Realität ja niemals eine gerade Linie, oder? Schön wär's. Ja, das Leben passiert einfach. In der Bäckerei geht vielleicht der Ofen kaputt, die Kunden bleiben plötzlich weg, die Firma verliert viel Geld. Das ist ein Albtraum. Was passiert also, wenn Dinge massiv schiefgehen? Das bringt uns zu unserem 8. Wort. Es ist wieder ein Verb, versagen. Versagen. Und die Perfektform lautet? Hat versagt. Richtig. Auf Englisch heißt das to fail. Die Erklärung ist: keinen Erfolg haben, eine Leistung nicht bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Wort hat für mich im Deutschen einen extrem harten, dunklen Klang. Das stimmt. Es klingt irgendwie nach dem absoluten Ende. Wenn jemand sagt, ich habe in meinem Leben versagt, dann klingt das fast schon hoffnungslos. Warum ist dieses Wort so schwer? Das liegt tief in der Kultur, glaube ich. In manchen Gesellschaften, zum Beispiel in der modernen Start-up-Kultur in den USA, gilt ein Fehler oft einfach nur als Versuch. Stimmt. Try and error. Genau. Man probiert etwas, es klappt nicht, man probiert das Nächste. Aber das deutsche Wort Versagen trägt oft eine schwere, persönliche, emotionale Last. Aber genau hier müssen wir philosophisch werden. Okay. Man sollte absolut keine Angst davor haben, zu versagen. Wenn wir das Wort ganz objektiv betrachten, ist es nur ein Feedback. Ein Feedback. Ja? Wenn dein Kuchen im Ofen verbrennt, hast du bei diesem einen Kuchen versagt. Das bedeutet aber nur, dass du beim nächsten Mal die Temperatur ändern musst. Fehler sind eigentlich nur Informationen. Wow, das ist eine sehr gesunde Sichtweise. Wenn wir versagen, stehen wir aber im ersten Moment trotzdem vor einem echten Berg von Problemen. Der verbrannte Kuchen raucht in der Küche, die Kunden beschweren sich. Ja, das ist stressig. Wir müssen diese Situation reparieren. Und das ist unser 9. Wort, das Verb bewältigen. Bewältigen. Und die Perfektform lautet? Hat bewältigt. Die englische Übersetzung ist to master oder auch to overcome. Die deutsche Erklärung. Etwas bewältigen bedeutet, eine schwierige Aufgabe zu lösen oder eine Krise erfolgreich zu überstehen. Also das Problem aus der Welt zu schaffen. Genau. Wenn wir einen schweren Fehler gemacht haben, müssen wir ruhig bleiben und das Problem bewältigen. Ein schönes Alltagsbeispiel aus der Arbeitswelt ist: Wir hatten gestern ein riesiges technisches Problem im Büro, aber das Team hat die Situation gemeinsam sehr gut bewältigt. Hat bewältigt. Da steckt wirklich viel Kraft drin. Und diese Kraft braucht man oft für ganz fundamentale Dinge im Leben. Oh ja. Manchmal ist ein Misserfolg ja nicht nur ein verbrannter Kuchen, sondern er ist extrem existenziell. Stell dir vor, die Bäckerei muss schließen. Das ist furchtbar. Der Besitzer hat plötzlich kein Geld mehr, er muss schauen, wie er seine Miete bezahlt und überhaupt Essen kauft. Und das ist unser 10. Wort, das Verb bestreiten. Bestreiten. Die Perfektform ist hat bestritten. Hat bestritten. Auf Englisch übersetzen wir das in unserem heutigen Kontext mit to finance. Die Erklärung lautet: etwas finanzieren oder für die Kosten aufkommen. Benutzt man das Wort oft alleine? Nein, eigentlich nicht. Man benutzt dieses Wort im Alltag fast immer in einer ganz festen Kombination, nämlich den Lebensunterhalt bestreiten. Der Lebensunterhalt. Genau. Der Lebensunterhalt sind alle Kosten, die man zum täglichen Leben braucht, also Miete, Essen, Strom, Kleidung. Verstehe. Wenn jemand seine Firma verliert und versagt hat, muss er schnell einen neuen Weg finden. Ein klassischer Satz in dieser Situation wäre dann wohl: Er muss seinen Lebensunterhalt nach dem Misserfolg nun durch Nebenjobs bestreiten. Richtig.
Er muss also abends vielleicht in einem Restaurant kellnern, um seine Miete überhaupt zu finanzieren. Das ist eine wirklich harte Phase. Aber wir haben ja vorhin gelernt, wenn er diese Phase konsequent bewältigt, wenn er diszipliniert bleibt, dann geht es auch wieder bergauf. Und dann kommen wir endlich zum strahlenden Resultat. Darauf warten wir ja alle. Wir kommen zu dem Punkt, an dem die harte Arbeit endlich belohnt wird. Genau. Wer aus dem Versagen lernt, der macht es beim nächsten Mal einfach besser. Und dann kommen wir in einen Bereich, wo man sich von der normalen Masse abhebt. Das ist definitiv mein Lieblingsteil der psychologischen Reise. Wenn wir die Krise hinter uns gelassen haben und plötzlich merken, dass wir nicht nur gut sind, sondern richtig, richtig gut. Unser 11. Wort ist ein langes, aber wie ich finde, sehr schönes Adjektiv. Außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Die englische Übersetzung ist extraordinary. Es bedeutet weit über dem Durchschnitt. Also nicht mehr normal. Richtig. Wenn man nicht mehr nur normal gut ist, sondern absolut speziell. Denk wieder an deine Bäckerei. Du hast aus deinen Fehlern gelernt, du hast das Rezept angepasst und jetzt backst du einen Kuchen, der so gut ist, dass die Leute draußen auf der Straße Schlange stehen. Ein Traum. Dann würde man sagen, dieser Kuchen hat einen außergewöhnlichen Geschmack. Oder wenn wir über eine Person sprechen. Sie hat eine außergewöhnliche Begabung für Sprachen. Sehr schön. Und wenn man eine so außergewöhnliche Leistung bringt, dann bleibt das natürlich nicht lange geheim. Das fällt den anderen Menschen auf. Es sticht quasi ins Auge. Und das ist direkt unser 12. Wort. Auffällig. Auffällig. Auf Englisch heißt das noticeable. Es bedeutet, dass etwas klar erkennbar oder markant ist. Man kann es also gar nicht übersehen. Genau. Wenn jemand zum Beispiel jeden Tag konsequent Deutsch lernt, dann wird das Resultat bald für alle sichtbar. Man würde dann sagen, seine Verbesserung in der Grammatik ist in den letzten Wochen wirklich auffällig. Jeder im Kurs merkt das dann. Richtig, jeder im Kurs merkt, dass er kaum noch Fehler macht. Wenn man so außergewöhnlich und auffällig gut ist, dann hat man auf dem Markt ja einen großen Vorteil gegenüber den Leuten, die einfach nur den Standard erfüllen. Man ist einen Schritt weiter. Und da sind wir beim 13. Wort, der Vorsprung. Der Vorsprung. Die englische Übersetzung ist Advantage. Ein Vorsprung ist ein Abstand vor anderen, oft in einer Wettbewerbssituation. Wie beim Sport. Genau. Denk an einen Marathonlauf. Der Läufer, der ganz vorne ist, hat einen Abstand zu den anderen. Das ist dann sein Vorsprung. Und im Job? In der Geschäftswelt sagen wir sehr oft, durch diese neue, effektive Technologie haben wir einen riesigen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wir können einfach viel schneller produzieren als alle anderen. Wenn man diesen hart erarbeiteten Vorsprung hat, dann möchte man das am Ende auch gerne offiziell hören, finde ich. Man braucht manchmal ein Stück Papier oder ein nettes Wort vom Chef, das einem sagt, ja, du hast es geschafft, deine Methode war richtig. Und dafür haben wir Wort Nummer 14, die Bestätigung. Die Bestätigung. Auf Englisch Confirmation. Das ist die Versicherung, dass etwas richtig ist. Es ist quasi das offizielle und finale Ja. Wie sieht so eine Bestätigung aus? In unserem Bäckereibeispiel könnte die Bestätigung sein, dass das Gesundheitsamt ein Zertifikat für höchste Sauberkeit ausstellt. Ah, okay. Im Büro ist es oft einfach eine E-Mail. Ein Beispielsatz wäre, ich habe heute Morgen endlich die Bestätigung für meine Gehaltserhöhung bekommen. Oh, das hört man gern. Das harte Arbeiten hat sich also gelohnt. Absolut. Eine Bestätigung zu bekommen ist wirklich das beste Gefühl der Welt. Aber diese Bestätigung fällt ja nicht vom Himmel. Meistens müssen wir vorher andere Menschen, wie zum Beispiel den Chef oder die Kunden, auf unsere Seite ziehen. Wir müssen ihnen zeigen, warum wir diese Bestätigung verdienen. Und damit sind wir beim letzten Wort für heute, Wort Nummer 15. Es ist das Verb überzeugen. Überzeugen. Die Perfektform lautet hat überzeugt. Hat überzeugt. Die englische Übersetzung ist to convince. Die Bedeutung ist Jemanden von einer Sache gewinnen. Man bringt eine andere Person dazu, zu glauben, dass die eigene Idee wahr oder eben extrem gut ist. Hast du einen Beispielsatz? Ein sehr typischer Satz aus dem Arbeitsleben. Er hat mit seiner außergewöhnlichen Präsentation alle Kunden im Raum überzeugt. Und das Resultat? Danach haben sie den Vertrag sofort unterschrieben. Hat überzeugt. Eine unglaubliche Reise war das heute. Wir haben gesehen, wie alles mit dem richtigen Bestandteil und klaren Anforderungen beginnt. Wir haben gemerkt, dass wir konsequent arbeiten müssen. Wir haben verstanden, dass es keine Katastrophe ist, wenn man einmal versagt, sondern dass man Krisen bewältigen kann.
Und am Ende führt das zu einer auffälligen Leistung, mit der man jeden überzeugen kann. Genau so funktioniert das Leben und genau so funktioniert übrigens auch das Sprachenlernen. Stimmt. Und wie wir am Anfang der Episode versprochen haben, wollen wir all diese 15 Wörter jetzt noch einmal in einer natürlichen Situation hören. Wir kommen also zu unserer Mini-Story. Lasst uns diese kleine Geschichte einfach gemeinsam erzählen. Stellt euch eine junge Frau vor. Nennen wir sie mal Clara. Clara träumt davon, sich selbstständig zu machen. Sie möchte als Grafikdesignerin ein eigenes kleines Studio eröffnen. Eine gute Ausgangssituation. Clara hatte sehr hohe Anforderungen an sich selbst. Ihr klares Ziel war es, neue Maßstäbe in der Welt des modernen Designs zu setzen. Aber der Start war extrem hart. Weil sie den finanziellen Druck völlig falsch eingeschätzt hatte, hat sie bei ihrem allerersten großen Kundenprojekt leider total versagt. Der Kunde sprang ab. Plötzlich stand sie ohne Einkommen da. Sie hat ihren Lebensunterhalt in den nächsten Monaten wirklich mühsam durch schlecht bezahlte Nebenjobs in einem Supermarkt bestritten. Doch ein eiserner Wille war ein fester Bestandteil von Claras Charakter. Sie gab einfach nicht auf. Sie hat nach kurzer Zeit gelernt, ihre Frustration zu bewältigen. Sie setzte sich wieder an den Computer. Von nun an arbeitete sie absolut konsequent an ihrem Portfolio. Sie plante ihre kreativen Phasen sehr effektiv und blieb auch an den Wochenenden hochgradig diszipliniert. Nach einem halben Jahr harter Arbeit wurde die Veränderung für alle sichtbar. Claras technischer Fortschritt war extrem auffällig. Sie hat plötzlich bei kleinen Projekten viel bessere Ergebnisse erzielt. Sie entwickelte eine außergewöhnliche, völlig neue Formsprache, die so bunt und lebendig war wie bei niemandem sonst in der Stadt. Dieser einzigartige bunte Stil gab Clara sehr schnell einen großen Vorsprung vor den anderen etablierten Designern auf dem lokalen Markt. Alle sprachen plötzlich über ihre Bilder. Und dann passierte es. Sie hat eine große, internationale Werbeagentur mit ihren neuen Skizzen völlig überzeugt. Nur 2 Tage später erhielt sie per E-Mail die offizielle Bestätigung für eine feste Zusammenarbeit. Sie hatte ihre Krise gemeistert. Eine realistische, schöne Alltagsgeschichte, finde ich. Sie fasst unsere psychologische Reise vom perfekten Plan über den tiefen Fall bis zum großen Erfolg wunderbar zusammen. Und alle 15 Wörter haben ihren natürlichen Platz gefunden. Das ist wirklich die Motivation, die wir heute mitnehmen wollen. Egal, ob ihr ein Designstudio gründet, eine Bäckerei eröffnet oder einfach jeden Tag Vokabeln lernt, der Prozess ist immer gleich. Jetzt seid ihr an der Reihe, das Gelernte aktiv anzuwenden. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Wir lesen das wahnsinnig gerne und lernen so gemeinsam. Und natürlich gilt, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über ein neues Thema: künstliche Intelligenz. Wir schauen uns an, wie diese Technologie unseren Alltag verändert. Seid unbedingt wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.